Hotel Banana City Winterthur. Für Ihren Anlass finden Sie in unserem Haus die passenden Seminar- und Kongressräume. Für sichere Meetings sind wir mit Luftentkämmer ausgestattet. Mein Thema heute: Meine Vorhaut ist abgeschnitten worden und ich leide darunter. Wir haben doch ein Recht auf unseren Körper und das ist doch geschützt. Also müssen wir das einfach so umsetzen. Also man muss nicht irgendwie da... Wir müssen jetzt für die Ohrläppchen oder für jeden Körperteil noch ein extra Gesetz machen, dass man nicht irgendwie daran herumschneiden darf. Also. Ich begrüße die beiden Zwillingsbrüder Manasse und Ephraim Siedenberg. Sie sind 31 aus Zürich, aufgewachsen im Thurgau und sie engagiert sich für den Verein Präpuce.ch für die genitale Selbstbestimmung. Willkommen bei uns. Hallo Alex. Hoi, danke. Ihr seid beide als Buben beschnitten worden und spürt das bis heute. Was haben die für Schmerzen oder für Symptome? Ja, also Schmerz, das ist etwas, was wir spüren, eigentlich jeden Tag. Wir haben natürlich auch einfach eine Verletzung, wo man sieht, dass es eine Narbe hat rund um den Penis. Und auch einfach die Sachen, die fehlen. Also die Vorhaut ist weg und die hat ja wichtige Funktionen, die jetzt bei uns alle weg sind. Zum Beispiel die Nerven, dass man einfach spürt. Ja, eigentlich der hochempfindliche Teil ist weg. Was heisst denn genau Narbe? Also ist es wie, wenn man stürzt, dass man da so eine Linie sieht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also da geht eigentlich eine Narbe rund um den Penis herum. Also das ist eine lange Narbe dann, ja. Also, und auch dann dort, wo das Vorhautbändchen wäre, das Frenulum, dort ist auch eine Narbe, also sozusagen vorne unten am Penis. Und ich habe die früher noch gar nicht so als das erkannt, als Narbe, weil das ist ja bei mir abgeschnitten worden, gerade nach der Geburt. Und seit ich mich erinnern kann, sieht das so aus. Also noch bevor ich gewusst habe, was eine Narbe ist. Und erst als Erwachsener habe ich dann irgendwann realisiert, ah ja, das sieht ja nicht natürlicherweise so aus. Da ist ja etwas abgeschnitten worden. Können Sie mir noch kurz den Schmerz beschreiben? In welchen Situationen haben Sie Schmerzen und wie oft ist das den ganzen Tag, punktuell zum Beispiel? Ja, es ist unterschiedlich. Ich meine, es kommt auf die Situation an. Wenn ich angespannt bin, spüre ich es manchmal mehr. Am stärksten ist es eigentlich nach der Ejakulation. Ja, es ist halt manchmal auch so, dass man es wirklich ausblendet. Ja. Also ist es chronisch? Es ist ein chronischer Schmerz. Es ist halt ein Schmerz, der nicht so etwas ist, das eigentlich jeder kennt, weil es ist ein Schmerz, der entsteht, durch dass Nerven zerstört worden sind, abgeschnitten worden sind. Das heißt neuropathischer Schmerz. Und eben der ist abhängig je nach Tag und Stimmung, manchmal stärker, manchmal weniger. Habt ihr dann den Schmerz akzeptiert oder nehmt ihr Schmerzmittel? Wie geht ihr damit um? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Was willst du eigentlich machen? Ja. Ja, du kannst eben bei diesem Schmerz kannst du schon Schmerzmittel nehmen, aber die müsstest du dann einfach immer nehmen. Und also, der Schmerz ist halt so, dass er einfach manchmal unterschwellig ist und manchmal unangenehmer, aber er ist nicht so stark, dass ich jetzt nicht etwas machen kann. Es ist einfach unangenehm und manchmal stärker zu spüren. Und Schmerzmittel würden mich ja auch einschränken. Also, ich bin mir das manchmal auch am Überlegen, wie ich das machen soll. Aber das Problem ist eben, weggehen tut er nicht. Ihr habt uns eine Grafik mitgenommen, wo man verschiedene Formen von Penis sieht, von beschnittenen Penis, von unbeschnittenen Penis. Die schauen wir zusammen an. Könnt ihr mir erklären, was bei euch weggeschnitten worden ist? Ja, also oben links sieht man einfach, wie es natürlicherweise aussieht. Und da sieht man, dass es innen dran, das was so ein bisschen rosa ist, ist eine Schleimhaut. Und ja, der empfindlichste Teil ist eigentlich dort, wo es gel ist. Und bei uns ist halt wirklich alles weg. Also man sieht auch bei den anderen zwei, oben rechts und unten links, wenn man es hinterher rollt, dass es sehr viel Haut ist, wo die Beweglichkeit gibt. Und bei uns ist es wie unten rechts, dort ist einfach all das weg. Also etwa die Hälfte von der Haut, die am Penis ist. Und die Narbe ist dort bei dem dunklen rosa Teil, sehe ich das richtig? Genau, die geht dort rundherum. Beziehungsweise, was man jetzt dort nicht sieht, ist die Narbe, die beim Bändeli unten dran noch führen geht. Aber das ist natürlich auch individuell. Also, das ist nicht bei allen gleich. Bei uns ist es
ungefähr so, ja. Wie sind denn ihr genau beschnitten worden und wie alt sind ihr da gewesen? Ja, also das ist bei uns wenige Tage nach der Geburt gemacht worden. Und das funktioniert ja so, die Vorhaut und die Eichel sind bei einem Baby noch miteinander fest verbunden. Und die beiden muss man zuerst auseinanderreißen. Das ist bei uns dann gemacht worden. Ohne Betäubung passiert das auch, weil bei Babys ist es einfach gefährlich, eine Narkose zu machen. Und ja, da haben wir natürlich geschreit und uns gewehrt. Das können wir uns natürlich selber nicht daran erinnern, aber das ist uns erzählt worden. Eben nur schon dort, wo die Vorhaut und die Eichel auseinandergerissen worden sind, und dann wird die Vorhaut vorgezogen und mit einem Messer abgeschnitten. Wissen ihr, was das für ein Messer war jetzt bei euch, oder wie macht man das generell? Ja, das ist eben so, dass es unterschiedliche Formen gibt, aber bei uns ist so, wie ich es erfahren habe, wird so wie ein Metallschlitz über die Vorhaut geschoben und dann das Messer darüber gezogen. Also Metallschnitz und halt wie so ein Hobel, wie man so auch jetzt wirklich... Einfach, man kann es so einklemmen, die Vorhaut, und nachher wird so mit dem Messer abgeschnitten. So wie die Zeckenkarte, ja. Ja. Und wisst ihr, was das für ein Umfeld war? Ist das im Spital passiert, bei eurem Hausarzt? Wer hat das gemacht bei euch? Der Kinderarzt war es, genau. Ja, genau. In der Praxis, glaube ich. Ja. Und ihr habt gesagt, Narkose kann man nicht einmal, weil ihr so jung sind. Das heisst, das Baby schreit dann in dem Moment und fängt dann auch an zu blüten, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also es wird etwas abgeschnitten, das blutet natürlich und das Baby, das schreit und wehrt sich, aber es ist ja halt erst ein ganz kleines Baby und ja, wie fest kann sich das wehren? Aber es muss gehebt werden, also wir müssen fest gehebt werden. Es hat extra mehrere Leute gebraucht für das, ja. Warum sind die beschnitten worden? Ja, das ist bei uns also ein jüdischer Brauch und unsere Eltern haben halt gedacht, das sei etwas Gutes. Also hört man es immer wieder. Ja, es ist halt etwas, was schon lange gemacht wird. Ja, und so wie es auch viele Leute denken, auf der ganzen Welt gibt es ja auch muslimische, christliche und andere Kulturen, wo das gemacht wird. Also die Leute, die das machen, und auch unsere Eltern, haben auch gedacht, das sei etwas Gutes. Für was steht dann die Vorhaut? Also was ist das Problem? Wieso muss man die wegschneiden? Gibt es medizinische Gründe, dass man sagt, sie muss weg? Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Also, es ist immer die Frage, wer du fragst. Es wird eigentlich häufig gesagt, es sei etwas Unhygienisches oder Grusiges oder halt einfach so körperfindliche Sachen und auch sexualitätsfindlich. Also, es gibt verschiedene Leute, die sagen, das ist halt gut, sozusagen, um einem Mann seinen Trieb zu verringern. Mhm. Ja. Es gibt ganz viele verschiedene Begründungen. Wissen Sie dann, warum ihr beschnitten worden sind? Ja, eigentlich einfach, weil unsere Eltern gedacht haben, es sei etwas Gutes und es ist halt ein jüdischer Brauch. Also das war für sie wegen dem wichtig gewesen. Ja, und im Prinzip haben sie einfach das so fortsetzen, wie das eigentlich einfach schon lange gemacht wird, auch in der Familie. Was ist denn der Grund von dem Brauch? Also was ist die Symbolik hinter der Vorhaut? Ja, es ist, wird einfach gesehen als ein Aufnahmeritual in die Glaubensgemeinschaft. Finden wir allerdings auch, hat eine sexistische Komponente, weil ein Aufnahmeritual gibt es ja dann nur bei den Buben, bei den Mädchen gibt es ja keins. Also geht es irgendwie auch um ein Mannenbild und ja, letztlich werden dann alle möglichen Gründe genannt und das, was dahinter steht, ist schon auch ein Stück weit eine Unterdrückung von der Sexualität oder zumindest irgendwo können über das entscheiden, über das, was beim Kind ist. Also vielleicht einfach nur zum sagen, die Vorhaut wird halt als etwas Negatives angeschaut, als etwas, also es gibt dann immer wieder verschiedene Begründungen, es ist etwas Unhygienisches, etwas nicht Sauberes. Oder die einen sagen dann zum Beispiel, ja, es ist halt einfach etwas, das zu viel Lust verursacht. Jetzt, es gibt auch die Argumentation oder die Begründung, dass man es aus hygienischen Gründen macht oder auch, dass wenn die Buben eine Vorhautverengung haben, dass man das muss machen, weil sie sonst Probleme haben, wenn sie auf die Toilette gehen. Ist das bei euch ausgeschlossen gewesen? Ja, also bei uns war alles gesund gewesen. Da hat es überhaupt kein Problem gegeben. Und das mit dem Hygieneargument, das ist auch ein Mythos. Das ist auch eben ein Stück weit eine körperfindliche Vorstellung,
dass es also der Körperteil grundsätzlich soll unhygienisch sein. Ich meine, Hygiene ist nicht etwas, das von allein da ist, das wissen wir alle, wir müssen uns waschen. Man muss sich auch das Arschloch waschen, oder? Oder man muss sich das Maul putzen, sonst wird es irgendwann auch grusig. Und das Gleiche gilt für die Vorhaut, das muss man einfach sauber behalten. Wie alt sind ihr eigentlich gewesen, wo euch bewusst wurde, dass das schief gelaufen ist? Und wo es euch hat angefangen zu nerven, weil ich nehme an, wenn man es ja nicht anders kennt, wächst man damit ja auf. So ist es eigentlich immer, bei allen. Also vielleicht muss ich sagen, schief gelaufen in dem Sinn ist es nicht, weil das, was dabei rausgekommen ist eigentlich das, was normalerweise dabei rauskommt. Was beabsichtigt ist, ja. Ja, genau. Also es ist nicht irgendwie mehr zerstört oder weggenommen worden, wie das üblicherweise passiert. Klar geworden ist es uns erst im Erwachsenenalter. Also ich glaube, ich bin 21 gewesen, dann, wo ich das erste Mal darauf gestoßen bin, auf so ein Video zufällig, wo ein Mann halt erzählt, dass er die Vorhaut etwas Gutes findet. Habe ich den Freund darauf angesprochen und er hat gefunden, ja, was ist jetzt das wieder, oder? Ich wollte eigentlich nicht mich mit dem auseinandersetzen. Ich denke, das ist irgendetwas aus dem Internet. Und das ist dann so ein bisschen wieder vergessen gegangen. Aber was man vielleicht noch sagen muss, ist, wir hatten eigentlich immer unangenehme Gefühle gehabt, Empfindungen am Penis. Und wären einfach gar nicht auf die Idee gekommen, dass es von dem kommt. Weil wir haben ja nichts anderes gekannt. Und es hat ja immer geheißen, das sei etwas Gutes. Das heisst, ich habe irgendwie gedacht, es gibt irgendwelche Gründe, warum das so ist, aber ich habe nie die Verbindung gemacht. Und das ist dann erst viel später gekommen. Der Manassi hat mich mal darauf angesprochen, dann sind Jahre vergangen und dann im Studium habe ich jemanden kennengelernt, ist eine gute Freundschaft entstanden und wir haben uns häufig gesehen und auch dann irgendwann mal über das anfangen zu unterhalten. Und das ist einfach jemand, der sehr bewusst mit seinem Körper umgeht. Und hat uns auch erzählt, wie das mit seiner Vorhaut ist, was er alles schätzt an dem und wie gut sich das anfühlt. Er hat es uns auch gezeigt. Also, ja, dann haben wir eigentlich mal so wirklich verstanden, dass das etwas ist, was schön ist. Wie war der Moment für euch? Ja, der Moment war eigentlich eher so, dort ist es mehr um die Sexualität gegangen. Und dann dachte ich, das ist etwas, was für die Sexualität gut ist. Okay, ja cool, ja, dass es so etwas eigentlich gibt und dann gleichzeitig so ein bisschen, ja, okay, ist jetzt das bei mir schlechter wegen dem? Ich konnte es gar noch nicht realisieren. Es war nicht in dem einen Moment, dass es in dem Sinn klar geworden ist, das ist jetzt das Problem. Es war auch so, dass das Video, das ich das erste Mal gesehen habe, als ich auf die ganze Thematik gestoßen bin, das ist ein Mann, der erzählt, wie er das, was noch verblieben ist nach dem Abschneiden, ausdehnt. Es gibt ganz viele Männer auf der ganzen Welt, die das machen. Wenn man daran zieht, dann wird es ein bisschen länger, so wie wenn man dicker wird, dann gibt es auch mehr Haut und das kannst du dort auch machen. Und dann habe ich zuerst gedacht, okay, jetzt probiere ich das mal, was in dem Video erklärt worden ist. Und erst dann, in einem längeren Prozess, habe ich angefangen zu verstehen, was eigentlich alles fehlt und was alles, wie Stefan vorher gesagt hat, all die Probleme, die schon immer da waren, dass die ja mit dem im Zusammenhang stehen. Das ist gar nicht irgendwie im Rahmen des Denkbaren gewesen, weil auch nie irgendjemand das so irgendwie erzählt hätte. Sonst. Ihr redet ja heute sehr offen darüber. Ist es für euch am Anfang auch mit Scham verbunden gewesen? Und auch wenn ihr Sex habt mit Menschen, ist das auch ein Thema für euch gewesen? Ja, also das ist natürlich schon schambehaftet. Ich meine, das sind eigentlich andere Sachen auch. Bei der Sexualität sind ja schon schambehaftet. Und zum Teil wird man ja dann gleich darauf angesprochen, man hat in der Schule Sexualkunde und so weiter. Aber das war alles nie ein Thema gewesen. Auch bei dir im Medizinstudium war nie die Vorhaut ein Thema gewesen. Und das ist wie so etwas, wo einfach ein riesen Tabu ist. Und zum über das reden, das ist halt eben einfach so mit den einzelnen Situationen nachgegangen. Und ja, wir haben vor allem miteinander viel darüber geredet. Das hat geholfen. Das ist für uns der grosse Vorteil, oder? Die meisten Betroffenen, die wir kennen, die darunter leiden, die haben nicht einfach sozusagen einen anderen Menschen, der ganz einen ähnlichen Körper hat, mit dem sie halt auch können, sehr klar, konkret vergleichen, wie ist das Erleben. Und wir haben sehr viel dann miteinander geredet, aber ja, wenn man mit anderen Leuten redet, dann kommen sehr häufig so halt Reaktionen, ja, aber du bildest dir das doch vielleicht nur ein und ja, aber alle anderen finden es auch kein Problem. Und erst wenn du genau anschaust und mit anderen
halt den Kontakt suchst, merkst, wie viele Leute es gibt, die auch leiden darunter und eben nicht darüber reden. Und mit denen zu reden, das hilft dann eben auch. Haben Sie schon mal mit euren Eltern über das Thema geredet? Ja, wir haben mit ihnen darüber geredet, ja. Und? Weil natürlich, also ja, das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie meine Reaktion beim ersten Mal, wo der Manasse mich darauf angesprochen hat. Einfach auch so ein bisschen ein Kopfschütteln. Ja, das ist eigentlich, das hat natürlich auch Zeit gebraucht. Das war zum Teil auch schwierig gewesen. Letztlich ist für uns vor allem wichtig, bei uns kann man ja jetzt nichts mehr in dem Sinn, das ist jetzt passiert, oder? Dann konzentrieren wir uns vor allem darauf, einfach mit anderen darüber zu reden, öffentlich auch darauf aufmerksam zu machen. Also unsere Eltern haben nicht beide gleich reagiert. Also von der Mutter her ist schon auch jetzt inzwischen ihr klar, dass das keine gute Idee war, das zu machen, und es tut ihr auch leid. Mit dem Vater haben wir einfach sonst auch weniger Kontakt, jetzt nicht nur wegen dem, er lebt auch nicht mehr in der Schweiz. Aber ja, da ist das Gespräch ein bisschen weniger, dabei rausgekommen. Aber eben, ja, der Punkt ist für uns, ändern tut es das ja auch nicht mehr. Wenn ihr in eurem Umfeld, wo vielleicht auch andere Männer das Gleiche erlebt haben, über das redet, inwiefern stoßen die auf Verständnis, auf die Kritik von euch, oder wie sehr sind auch die Menschen auf Abwehrhaltung und gehen ins Verteidigen? Ja, also mit dem Thema ist es natürlich sehr individuell. Es kommt auch immer darauf an, wie das Gespräch entsteht. Inzwischen gelingt es uns eben einfach viel besser, um das zu formulieren. Und dann ist es auch einfacher, um ins Gespräch zu kommen. Und dann ist zum Teil auch Mitgefühl da. So, ja, wenn man eben von diesen Beschwerden redet. Aber es passiert natürlich auch immer wieder, dass Leute, gerade wenn sie selber betroffen sind und noch die Einstellung haben, wie wir sie früher auch hatten, dass sie dann halt eine ähnliche Reaktion haben. Irgendwie, nein, das ist doch kein Problem. Bei mir fühlt es sich nicht nach einem Problem an, also kann es ja auch bei sonst niemandem ein Problem sein. Und es hat natürlich auch sehr viel mit unserem gesellschaftlichen Mannenbild zu tun, dass es halt irgendwie nicht dazugehört zu dem Selbstverständnis oder auch zum männlichen Selbstbild, Schmerz zu haben oder so in dem Sinn, ja, die Probleme oder irgendwie beim Sex etwas, wo nicht so ist, wie es sollte oder wie es wäre. Einfach so Sachen, das passt irgendwie nicht zum Männlichsein, sondern man will irgendwie stark sein und ja, genau, Gefühle haben nicht den gleichen Stellenwert. Hast du das Gefühl, dass Männer, die auch beschnitten sind, weniger Verständnis haben? Das ist unterschiedlich. Also eben, wir treffen natürlich inzwischen auf viel Offenheit, weil das hat sich auch sehr geändert, oder? Das war für uns auch ein längerer Prozess jetzt, der immer noch andauert, die Auseinandersetzung mit dem. Und je länger wir uns jetzt mit dem befassen, desto einfacher fällt es uns auch, selber über das zu reden. Und je besser wir jetzt über das reden, desto einfacher können auch andere dann sozusagen ihre Erfahrungen uns sagen, weil sie merken, wir haben das Verständnis dafür. Also es gibt natürlich viele Männer, die finden, ja, das ist kein Problem, das ist ganz gut so. Und dann denke ich immer, ja, das habe ich früher auch gemeint. Und ja, viele Männer, die eben leiden, die trauen sich nicht, aber ja, inzwischen haben wir viel so Gespräche mit anderen Männern, die auch finden, ja, hey, das ist für mich auch so und so. Und das ist eben sehr unterschiedlich natürlich, aber ja, sie erzählen dann auch darüber, wie sie leiden. Ihr habt einen Verein gegründet, der heisst Präpuis.ch. Präpuis steht für Vorhaut. Und bei euch ist der Slogan sozusagen genitale Selbstbestimmung. Warum habt ihr das gegründet und was ist euer Ziel mit dem Verein? Also, wir haben das gegründet in erster Linie als betroffene Organisation, damit wir mit anderen Betroffenen zusammenkommen können, uns austauschen, ja, in Solidarität. Eben auch die Verletzlichkeit zeigen untereinander in einem sozusagen geschützten Rahmen. Und es geht uns natürlich darum, auch andere vor dem zu schützen. Also es geht nicht nur darum, dass wir uns irgendwie wieder besser fühlen sondern, oder Mitgefühl erfahren, sondern dass einfach darüber geredet wird und Leute verstehen, das ist Gewalt, oder? Das sollte man nicht mit einem Kind machen. Das verursacht Leid und hat lebenslange Konsequenzen. Ja, wir haben den Verein natürlich gegründet, weil es sonst keine Möglichkeit gibt. Also ich selber habe auch, als ich angefangen habe zu realisieren, dass das ja alles Probleme sind, die mit dem zusammenhängen, bin ich auch mal zu einem Arzt gegangen, habe mich versucht zu informieren. Und ja, es gibt einfach wenig Bewusstsein und Verständnis auch unter Fachpersonen.
Und eben auch die Behörden und die zuständigen verantwortlichen Personen in der Gesellschaft, die schauen da halt nicht an. Und darum haben wir einfach gemerkt, das Einzige, was wir machen können, ist selber eine Organisation gründen und schauen, dass die Leute sich an uns wenden können. Und wir machen das natürlich ehrenamtlich, aber wir versuchen, so viel wie möglich zu machen diesbezüglich. Wie könnt ihr euch dann austauschen? Also habt ihr einen Stammtisch, wo dann Männer kommen und ihre Geschichte erzählen? Oder wie helfen die euch? Also das wäre eigentlich so ein bisschen die Idee. Bis jetzt ist das eher in einem individuellen Rahmen. Das heisst, wir haben so ein bisschen Gespräche einzeln, mal am Telefon oder einzelne Treffen und so. Noch nicht so in einer größeren Runde. Aber das ist sich halt jetzt erst so ein bisschen am Bilden. Da müssen wir auch noch unsere Erfahrungen machen. Grundsätzlich sagen wir einfach allen, dass sie sich melden können bei uns. Und ja, dann schauen wir einfach von dort. Also was jetzt halt auch viel war in den ersten paar Monaten, wir haben es im Februar gegründet, sind auch internationale Treffen. Also der 7. Mai ist jedes Jahr der Welttag der genitalen Selbstbestimmung, wo wir auch dann auf Köln gegangen sind, wo der jedes Jahr, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist, stattfindet. Und also dort haben wir uns mit Organisationen und Personen von verschiedenen Ländern getroffen. Und der Austausch ist auch sehr wichtig, also der internationale Austausch mit anderen Organisationen. Jetzt das Thema Vorhautbeschneidung ist ja nicht neu. Es kommt ja immer mal wieder in den Medien oder Diskussionen, aber es nimmt ja von außen gesehen nie richtig Fahrt an. Also die Diskussionen ebnen immer wieder ab. Haben ihr eine Erklärung, warum es da nicht besser wird aus eurer Sicht? Ja, also ich denke, das hat schon auch viel eben mit dem Mannenbild zu tun, dass wir halt immer noch in einer patriarchalen Gesellschaft leben. In der Religion ist das ja meistens noch mehr ausprägt und da besteht einfach viel Abneigung dagegen, über so ein Thema zu reden, von auch verantwortlichen Personen. Und ja, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch sonst etwas bewegt und wir hoffen, dass man das auch aufnehmen kann. Es ist natürlich schon so, dass auch für die verantwortungstragenden Personen in der Gesellschaft auf den ersten Blick nicht viel zu gewinnen ist dabei. Es ist halt auch immer wieder der Vorwurf von irgendwie Feindlichkeit gegen Minderheiten im Raum. Und dann die Diskussion zu führen, ist natürlich wegen dem gerade sehr unangenehm. Weil das dann sofort da steht, dann ist man schon zuerst mal gerade exponiert. Was haben die denn für konkrete Forderungen? Also sind das politische Forderungen, sind das gesellschaftliche Forderungen oder wollen die direkt euch an die Eltern wenden? Also es ist halt einfach so, in erster Linie möchten wir einfach, dass darüber geredet wird, mal, dass das Bewusstsein entsteht, dass das einfach Leid verursacht. Und dann ist es halt so, es ist eine Verletzung, es wird etwas abgeschnitten. Und die Frage ist doch einfach, ist die Gesellschaft denn bereit, das Recht von jedem Menschen auf den eigenen Körper zu schützen? Also wir finden, ja, ich habe ein Recht auf meinen Körper, wir haben ein Recht auf unseren Körper, jeder Mensch hat ein Recht auf seinen eigenen Körper. Das sollte geschützt werden und die Verantwortung für das tragen, die sollten da entsprechend auch handeln. Das sind Ärztinnen? Genau, also das ist in der Klinik. Die Eltern sind natürlich auch gefordert, aber letztlich ist es ja einfach auch etwas, wir sind in einem Rechtsstaat. Also wenn ein Mensch das Recht auf seinen eigenen Körper hat und auch wenn er ihn nicht schützen kann, also wir haben nicht Nein sagen, wir haben auch nicht Ja sagen. Trotzdem muss uns das Recht auf den Körper gewährt werden. Würdet ihr sagen, das ist Körperverletzung? Ja, das ist aber auch nicht etwas, was wir sagen, sondern das ist allgemein anerkannt, dass es eine Körperverletzung ist. Es wird einfach sozusagen als okay angeschaut, weil es ja halt ein religiöser Brauch ist. Aber die Argumentation verhebt ja nicht. Also ich meine, jeder andere Körperteil darf ja auch nicht abgeschnitten werden, weil man das jetzt aus irgendeinem kulturellen Grund so viel machen. Aber was eben auch noch ganz wichtig ist zu bedenken, ist, in der Schweiz sind viel mehr Menschen betroffen aus medizinischen Fehlbehandlungen. Und auch dort fehlt das Bewusstsein. Also unsere Forderung, eine wichtige Forderung ist auch, dass alle sich mehr mit dem auseinandersetzen, auch Fachpersonen, und verstehen, dass das nicht einfach ein Körperteil ist, der beim kleinsten Oboli sozusagen einfach abgeschnitten werden kann. Würdet ihr ein Verbot euch wünschen? Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das braucht es wie nicht. Wir haben doch ein Recht auf unseren Körper und das ist doch geschützt. Also müsste man das einfach so umsetzen. Also man muss nicht irgendwie da... müssen jetzt für Durchleben oder für jeden Körperteil noch ein extra Gesetz machen, dass man nicht irgendwie daran herumschneiden darf. Also.
Herr Freimann, Manasse, vielen Dank, dass Sie heute so offen waren und haben eure Geschichte erzählt. Danke. Danke, dass wir heute kommen. Zu einem anderen Thema. Du bist Single und du willst es auch bleiben. Du zählst dich nämlich zum Spektrum von der Aromantik und du willst keine romantische Beziehung. Willst du über das Thema reden, dann wird mein Gast. Mein Thema demnächst ist «Ich bin glücklicher Dauersingle». Bewirb dich per E-Mail auf liebelustundlila@topmedia.ch. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Hotel Banana City Winterthur. Für Ihren Anlass finden Sie in unserem Haus die passenden Seminar- und Kongressräume. Für sichere Meetings sind wir mit Luftentkeimern ausgestattet.